Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ina und in diesem Video geht es um diese Tasche. Schnittmuster Ayuni. Ich stelle die Tasche jetzt erst ein bisschen vor und dann kommt die Nähanleitung. Es ist eine mittelgroße Tasche. Sie ist etwas breiter, als sie hoch ist. Und zwar 35 cm breit und 25 cm hoch. Der Boden ist 8 cm tief. Und damit man sich das besser vorstellen kann, seht ihr das hier, wie das getragen aussieht. Ich trage sie crossover. Die Außentasche ist richtig schön groß, da passt alles Mögliche rein. Und sie ist gefüttert. Du kannst die Tasche natürlich einmal oder zweimal nähen. Oder man kann sie auch weglassen. Ja, und dann hat man hier oben die kurzen Tragegriffe und das Innenfach wird mit einem großen Reißverschluss verschlossen. Auf der Rückseite ist noch eine große Stecktasche aufgenäht und die kannst du natürlich nach deinen Wünschen unterteilen oder halt auch groß lassen. Der Crossover-Gurt wird mit Karabinerhaken an den D-Ring an der Seite befestigt. Ich freue mich, wenn dir mein Schnittmuster gefällt. Ich biete es jetzt neu in meinem Shop an. Den Link findest du oben rechts. Viel Spaß beim Nähen und Zuschauen! Hier liegen nun alle Teile, die man für die Tasche benötigt. Die meisten Teile werden nach dem Schnittmuster zugeschnitten. Ein paar muss man nach Maß zuschneiden. Diese Maße sind auf dem Schnittmuster natürlich angegeben. Ich habe Seiten- und Mittelteil und auch den Boden aus schwerem Canvas zugeschnitten. Das heißt, der Canvas wiegt mehr als 400 Gramm pro Quadratmeter. Solltest du leichteren Canvas benutzen oder Jeans, dann müsstest du einen Vlies aufbügeln, damit die Tasche genug Stand hat. Dafür benutze ich entweder H200 oder H250. Hier unten liegen die Schnittteile für die Außentasche. Ich werde diese ja nur einmal aufnähen, daher habe ich da auch nur einen Stoff jeweils zugeschnitten. Dann ist noch etwas zu beachten halt bei dem oberen Futterstück. Das kann man ja aus Futterstoff oder halt aus Canvas zuschneiden. Wenn man jetzt so dünneren Baumwollstoff als Futter nimmt, dann muss man da noch etwas Vlies aufbügeln. Da benutze ich H250. Vorm Nähen erstmal die Markierung für den Reißverschluss übertragen. Und dann geht's los mit der Außentasche. Die beiden Stoffe werden an der oberen Kante rechts auf rechts aufeinander geklammert. Und dann werden sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Alle Nähte verriegeln. Nun den Stoff auseinanderklappen und die Nahtzugabe auf den Außenstoff bügeln. Nun kannst du die Nahtzugabe knappkantig auf dem Außenstoff feststeppen. Außen- und Futterstoff werden nun links auf links aufeinander gelegt. Die unteren Kanten treffen aufeinander und so circa 1 cm vom Außenstoff wird mit umgeklappt. Nun einmal kurz über die Kante bügeln und dann knappkantig von rechts absteppen. Jetzt kannst du die Tasche auf das Mittelteil legen. Links auf rechts, an den Seiten etwas feststecken und dann wird die Tasche rechts und links aufgenäht. Hier näht man etwas schmaler, also ca. 0,5 cm von der Kante. Jetzt nimmst du das erste Seitenteil und legst es rechts auf rechts an die Kante.
Achte darauf, dass nicht Spitze an Spitze liegen, sondern die Spitze steht ein paar Millimeter über und unten ist es etwas kürzer. Wenn du nach dem Klammern einmal aufklappst, dann sollte die obere und untere Kante eine Linie ergeben. Das gleiche an der anderen Seite. Bevor die Seiten gleich genäht werden, markiert man am unteren Rand noch 1 cm. Die Naht geht nur bis dorthin. Bis zur Markierung nähen und dann dort verriegeln. Und das gleiche auf der anderen Seite. Anschließend das andere Mittelteil an eine der Seiten stecken, unten markieren und nähen. Anschließend werden die Nahtzugaben auf die Seitenteile gebügelt. Und dann wird dort knappkantig abgesteppt. Die Stichlänge ist 3 mm. Denk daran, dass unten offen bleiben muss. Dann schließt man die letzte Seitennaht, legt die Kanten aufeinander, unten kommt wieder die Markierung hin, bis dahin wird genäht, dann die Nahtzugabe zur Seite bügeln und von rechts absteppen. Und dann ist dieses Teil erstmal fertig und jetzt geht es zum Boden. Zur Vorbereitung gleich für die Bodennaht zeichne ich auf die linke Stoffseite eine Linie im Abstand von 1 cm zum Rand. So kann man nachher unter der Nähmaschine gut erkennen, wo die Nadel stecken bleiben muss und der Stoff dann gedreht wird und so ergibt sich dann eine ordentliche Bodennaht. Dann die Tasche nochmal wenden. Der Boden wird nun rechts auf rechts unten festgesteckt. Ich fange hier mit der kurzen Seite an, die stecke ich erstmal rechts und links an die Tasche fest und dann klammere ich die langen Seiten fest. Und dann wird jetzt auf dieser Linie der Boden an der Tasche festgenäht. Am besten an einer langen Seite beginnen und auf der Linie bis zur ersten Ecke nähen. Hier unten kann man schon mal gucken, dass der Stoff so zur Seite liegt. Dort ist die Naht ja nicht bis nach unten genäht und dadurch kann man den so zur Seite schieben. Wenn man dann die Ecke erreicht hat, die Nadel stecken lassen und einmal 90 Grad drehen und den Stoff wieder zurechtlegen, dass die Kanten von der kurzen Seite aufeinander passen und dann bis zur nächsten Ecke nähen.
Wenn du dann wieder am Anfang der Naht angelangt bist, noch ein paar Stiche darüber hinaus nähen und nochmal verriegeln. Die Tasche wenden und die Ecken gut ausformen. Als nächstes werden die Streifen für die kurzen Gurte mittig der Länge nach links auf links geklappt und gebügelt. Dann wird das aufgefaltet, die äußeren Kanten zur Mitte gelegt, dann aufeinander und bügeln. Dann hier an den langen Seiten knappkantig nähen. Die beiden Gurte sind dann gleich in Verlängerung der Naht. Also die sollen so nachher da liegen. Daher legen wir die jetzt mal nicht Kante an Kante, sondern so schräg an die Naht und dann schaut das oben auch ein bisschen schräg hervor. Also die Gurte stehen dann ein bisschen über. Und hier habe ich den Gurt verdreht. Das ist mir nicht aufgefallen bis zum Schluss. Ich musste es dann ganz am Ende an der fertigen Tasche noch ändern. Also darauf achten, dass der Gurt sich nicht verdreht. Und dann kurz dort feststeppen. Die Nahtzugabe ist hier 0,5 cm. Von dem Gurtband 2 mal 8 cm abschneiden für die D-Ringe. Die Stücke werden dann um den D-Ring gelegt und an der Seite von der Tasche schon mal festgenäht. Dafür werden sie mittig an das Seitenteil geklammert. Die Gurtenden stehen 1 cm über. Auf die rechte Seite natürlich. Und dann unter der Nähmaschine auch wieder mit 0,5 cm Nahtzugabe aufgesteppt. Weiter geht es mit dem Reißverschlussende. Das Stoffstück wird so in den Bruch gelegt. Es ist halt natürlich breiter als der Reißverschluss und dann wird diese Seite oben und das Ende zusammengenäht. Nun die Nahtzugaben etwas zurückschneiden und den Stoff wenden. Dann die offene Kante ca. 1 cm links auf links nach innen falten und einmal drüber bügeln. Anschließend wird das Ende auf den Reißverschluss geschoben. Der Reißverschluss wird so ca. 1 cm in das Stoffstück geschoben und dann wird das aufgenäht. Das, was hier am Reißverschluss am Anfang übersteht, nähe ich noch kurz mit ein paar Stichen links auf links fest. Nun nimmst du dir die 4 Streifen für die Seiten vom Reißverschluss und bügelst eine kurze Seite links auf links. Jeweils 2 Streifen kommen nun an eine Seite des Reißverschlusses. Die umgebügelten Seiten liegen am Ende. Leg den Reißverschluss so ca. 1 cm hinter den Stoffanfang und die Kanten aufeinander. Dann das Ganze zusammenklammern und anschließend an der langen Seite und die kurze Seite nähen.
Ich habe hier schon den Reißverschlussfuß eingesetzt. Nun stecke ich die Nadel in den Stoff und nähe entlang der langen Kante, bis ich vorne den Anfang vom Reißverschluss fühle. Dort lasse ich die Nadel im Stoff stecken, drehe um 90 Grad und nähe die kurze Seite. Dann den Stoff an den Ecken zurückschneiden und die Streifen wenden. Den Reißverschluss so zwischen den Streifen herausziehen und dann die Enden, meine ich, schon mal zusammenstecken und dann einmal flach bügeln. Die offenen Seiten des Streifens werden hier aufeinander genäht und dann wird einmal entlang des Reißverschlusses genäht. Und am Ende nochmal über die andere kurze Seite. Weiter geht es jetzt mit der Futtertasche und dafür wird erstmal die Innentasche vorbereitet. Das Stoffstück links auf links falten, eine ca. 6 cm große Wendeöffnung markieren, ein bisschen zusammenklammern und dann einmal so nähen. Die Nahtzugaben an den Ecken und an den Seiten etwas zurückschneiden und dann wenden. Die Ecken schön ausformen und dann die Nahtzugabe von der Wendeöffnung, die liegt ja eigentlich schon innen, und falls sie das nicht liegt, nach innen legen und zustecken. Einmal kurz drüber bügeln. Nun nimmst du dir einen von den Futterstoffen und die Tasche wird jetzt mittig darauf gelegt. Die untere Kante von der Tasche endet an dieser Linie hier. Der Stoffbruch liegt oben. Die Tasche auf dem Futterstoff feststecken und dann anschließend einmal so nähen. Knappkantig nähst du die Tasche nun auf dem Futterstoff fest. Dabei schließt du die Wendeöffnung. Die Tasche kannst du natürlich so groß lassen oder du machst dir noch eine Unterteilung. Die beiden Futterstoffe nun rechts auf rechts legen und an den Seiten und am Boden feststecken. An einer Seite eine Wendeöffnung von ca. 12 cm markieren. Dann oberhalb und unterhalb der Wendeöffnung nähen, den Boden und die andere Seite. So, und jetzt kannst du die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Dafür lege ich mir das hier auf so einen Bügelarm, bügel die Nahtzugaben schön flach und dann kann man schon direkt die seitlichen Bodennähte stecken. Vom Bügelbrett geht es direkt an die Nähmaschine und einmal zunähen. Und die Nahtzugaben zurückschneiden.
Jetzt wird der Reißverschluss in die Futtertasche eingesetzt. Hier solltest du darauf achten, wie du die Tasche trägst und wie der Reißverschluss für dich am besten geöffnet werden soll. Also die Innentasche, die trägt man ja am Körper und ich trage meine Tasche meistens links und deshalb stecke ich das so. Die rechte Seite vom Reißverschluss liegt oben und dann werden die Stoffteile zwischen die Knipse gelegt und festgeklammert. Und dann wird der Reißverschluss dort schon mal festgenäht. Die Nahtzugabe ist 0,5 cm. Jetzt kannst du dir die beiden oberen Futterstücke nehmen, rechts auf rechts an den kurzen Seiten aufeinander legen und die kurze Naht nähen. Dann die Nahtzugaben auseinanderbügeln und nun werden die beiden Teile aneinander genäht. Dafür den Reißverschluss öffnen und den oberen Futterstoff und den unteren Futterbeutel rechts auf rechts aneinander klammern. Dafür am besten an der Seitennaht beginnen. Die beiden Nähte aufeinander stecken und dann den restlichen Stoff verteilen. Dann werden die Teile einmal rundherum aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist hier auch 1 cm. Zum Schluss etwas über den Anfang der Naht hinwegnähen und die Naht verriegeln und dann die Nahtzugabe nach unten legen und die Nahtzugabe knappkantig auf dem Futterbeutel feststeppen. Nun werden die beiden Taschen zusammengesetzt. Hier habe ich die Rückseite mit der Innentasche und daher liegt meine Außentasche oben und dann schiebe ich die Beutel rechts auf rechts ineinander und ich beginne wieder die Seiten erst zusammenzustecken, rechts und links und dann den restlichen Stoff aufeinander zu verteilen. Die beiden Beutel werden dann hier einmal ringsherum aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Ja, jetzt sind wir schon ganz schön weit gekommen. Als nächstes die Tasche durch die Wendeöffnung nach außen ziehen. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du schon mal direkt die Nahtzugaben von der Wendeöffnung nach innen legen und die Wendeöffnung ein bisschen zustecken und knappkantig zunähen. Nun einmal kurz über die Naht bügeln und dann den Futterbeutel in die Außentasche stecken, die Kanten gut aufeinander legen und bügeln.
Ganz zum Schluss nun einmal knappkantig an der oberen Kante entlang nähen. Dafür stelle ich wieder eine etwas längere Stichlänge ein. Jetzt fehlt nur noch der Gurt. Dafür ein Ende von dem Gurt um den mittleren Steg der Leiterschnalle legen und das Ende ca. 2 cm umklappen, aufeinander stecken und dann dort zusammennähen. Wenn das genäht ist, nimmst du das andere Ende von dem Gurt und schiebst es durch den einen Karabiner, dann durch die Leiterschnalle und dann durch den zweiten Karabiner. Dort legst du das Ende wieder ca. 2 cm um, steckst es zusammen und nähst es dann fest. Der Gurt ist ja so zusammengeklappt, ziemlich dick, und daher lege ich ein etwa gleich dickes Gurtstück hinten unter den Nähfuß. So näht es sich gut los. Und dann den Gurt zusammennähen. Da kannst du ein kleines Rechteck nähen. Die Tasche ist fertig. Ich habe ja schon einige genäht natürlich und ich hatte immer super viel Spaß damit, die verschiedenen Muster und Farben zu kombinieren. Ich hoffe, die Anleitung gefällt dir auch und dann freue ich mich natürlich, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und wenn dich das Schnittmuster interessiert, dann schau doch mal in meinem Shop vorbei, dort biete ich es an. Ich wünsche viel Spaß beim Nähen und bis dann!